Zwei Quellflüsse hat die Weser, die Werra und die Fulda. In Hannover-Schmünden fließen beide zusammen. Dort entsteht die Weser. Über 450 Kilometer schlängelt sie sich dann durch das Land bis Bremerhaven. Willkommen bei Anderswohin, mein Name ist Uli. In diesem Video zeige ich euch meine 10 Lieblingsorte an der oberen Weser. Das ist dieser Bereich hier. Genauer gesagt, das ist der Bereich zwischen Minden und der Porta Westfalica im Norden und Bad Karlshafen nahe Hannover-Schmünden im Süden. Gleich der erste Ort liegt nicht am Ufer der Weser, sondern im Weserbergland. Bad Pyrmont, knapp 20 Kilometer von der Weser entfernt. Eine interessante Kurstadt. Wir wollen ins Kurzentrum. Den PKW, den parken wir auf dem Parkplatz am Tierpark. Gleich an der Touristinformation. Hier beginnt der Weg ins Kurzentrum. Über die untere Hauptallee kommen wir zur historischen Hauptallee. Die Lindenallee gilt als eine der ältesten Kuranlagen Deutschlands. Hier im oberen Teil der Allee gibt es eine Menge Cafés und Restaurants und es gibt natürlich auch Kurhotels. Auch Erinnerungen an eine bessere Zeit in den Kurbädern gibt es. Bad Pyrmont wurde als Kurbad um 1550 bekannt, weil es hier eine wundertätige Quelle gab. Heute nutzt man noch 6 Heilquellen. Der Brunnenplatz. Früher versammelte sich hier die vornehme Badegesellschaft. Hier bekam man das Heilwasser direkt aus der Quelle des heiligen Born. Das wurde dann nach Verordnung der Badeärzte wie Medizin getrunken. Der heilige Born, das ist die Hauptquelle von Bad Pyrmont. Wir sind jetzt im Kurpark von Bad Pyrmont. Der gilt als einer der schönsten Gärten Europas. Jetzt im Frühjahr kann er allerdings noch nicht die Pracht zeigen, so wie im Sommer. Der Kurpark, der gilt als ältester Kurpark Deutschlands. Im Sommer zahlt man übrigens Eintritt, wenn man keine Kurkarte hat. Jetzt im Frühjahr ist freier Eintritt. Der Höhepunkt ist der Palmengarten. Jetzt sind die Palmen allerdings noch im Gewächshaus. Das sind Bilder, wie es hier im Sommer aussieht. Den Palmengarten gibt es übrigens seit 1912, als der Adel und die restliche vornehme Gesellschaft der Zeit bis hin zur Kaiserfamilie nach Bad Pyrmont zur Kur kamen. Auch wenn es jetzt noch keine Palmen, bunten Blumen oder grüne Bäume gibt, der Kurpark, der lohnt sogar im Frühjahr den Besuch. Es ist einfach nur herrlich hier. Weiter nördlich liegt die Stadt Minden. Über 80.000 Einwohner hat die Stadt. In Minden gibt es in der Altstadt einige Bauten der Weserrenaissance und auch den Mindener Dom, der als architektonisches Wahrzeichen gilt. Die Gebäude hier stammen meistens aus dem 16. Jahrhundert. Das ist der Mindener Dom. Man hat ihn nach 1945 wieder aufgebaut. Der nächste Ort an der Weser, den du sehen solltest, der liegt ebenfalls in Minden. Nicht in der Altstadt, sondern am Nordostrand der Stadt, an der Weser. Das Wasserstraßenkreuz. Hier nämlich kreuzen sich die Weser und der Mittellandkanal. Hier fahren auch Ausflugsboote. Mit ihnen fährt man über die Weser und den Mittellandkanal. Und das Schiff wird auch geschleust. Hier sind wir in einer solchen Schleuse. Der Mittellandkanal überquert hier die Weser über eine Brücke. Das gibt das Wasserstraßenkreuz. Das ist eine fast 400 Meter lange Trogbrücke. Auf ihr fahren die Schiffe über eine Brücke über die Weser. 13 Meter sind wir hier über der Weser. 1915 baute man die erste Brücke, die sieht man da gerade. Vor etwas 20 Jahren die zweite, auf der fahren wir gerade. Die Schiffe hier, die Ausflugsschiffe, die fahren übrigens mehrmals täglich. Der nächste Punkt unserer Reise, die Porta Westfalica, das ist nicht die Stadt gleichen Namens, sondern das ist der Durchbruch der Weser zwischen Wiehengebirge und Wesergebirge. Wir gucken jetzt von oben auf diesen Durchbruch, durch den die Weser das Weserbergland verlässt und Richtung Norden in die norddeutsche Tiefebene fließt. Hier oben, da steht das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. 88 Meter ist es hoch. 1996 wurde es gebaut und es gehört zu den deutschen Nationaldenkmälern.
Das Denkmal, das zeigt Kaiser Wilhelm I. In Sichtweite zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal, da liegt eine weitere Kurstadt, Bad Oeynhausen. Die Stadt wurde im 19. Jahrhundert als Kurbad gegründet, nachdem man hier eine Thermalquelle gefunden hatte. Heute gibt es hier viele Spezialkliniken. Im Wesentlichen geht es um Herz, Kreislauf und Diabetes. Interessant und hübsch anzusehen, das ist der Kurpark. Der wurde vom damals sehr bekannten Gartenarchitekten Peter Joseph Glenée angelegt. Übrigens, Bad Oeynhausen wurde nach dem Entdecker der Thermalsohlequelle benannt, Freiherr Karl von Oeynhausen. Dieser Park hier ist ein Überbleibsel der Landesgartenschau. Das Gradierwerk. Und das ist der Museumshof Bad Oeynhausen. Alte Bauernhäuser und eine Mühle. Schön. So etwa 20 Kilometer weiter Richtung Süden liegt Rinteln mit seiner sehr gut erhaltenen Altstadt. Hier gibt es überall hübsche Fachwerkhäuser. Kaum zu glauben, aber von 1619 bis 1810 war Rinteln mal Universitätsstadt. Hübsch ist der sanierte Marktplatz mit der Stadtkirche St. Nikolai und dem Ratskeller, einem Bau aus der Zeit der Weserrenaissance. Übrigens, die Weser, die eignet sich sehr gut für einen Roadtrip mit dem Pkw oder mit dem Motorrad oder auch für eine Fahrt mit dem Wohnmobil. Und für Radfahrer, da gibt es hier den Radweg an der Weser. Weiter südlich kommen wir in eine Stadt, die kennt man wegen dem Rattenfänger von Hameln. Der Rattenfängergeschichte begegnet man in Hameln überall, auch am Hochzeitshaus. Da gibt es ein Glockenspiel mit Figuren, das die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln erzählt. 1245 soll ein Rattenfänger nach Hameln gekommen sein, der mit seiner Pfeife die Ratten aus der Stadt lockte. Als die Einwohner von Hameln ihn dafür nicht bezahlen wollten, kam er mit seiner Pfeife zurück und lockte diesmal die Kinder von Hameln aus der Stadt. Die Kinder blieben verschwunden. Vieles erinnert in Hameln an den Rattenfänger, dieses Denkmal und das Rattenfängerhaus. Das steht an der Straße, durch die der Rattenfänger die Kinder aus der Stadt lockte. In Hameln gibt es nicht nur in der Fußgängerzone diese wunderschönen Häuser der Weserrenaissance. In den Gassen der Altstadt stehen überall alte, schöne Fachwerkhäuser. Der nächste der 10 Orte an der Weser, die du sehen solltest, das ist die Stadt Bodenwerder. Die hübsche kleine Altstadt am Weserufer ist wegen ihm bekannt, dem Lügenbaron von Münchhausen. Ihr kennt die Geschichte vom halben Pferd und die vom Ritt auf der Kanonenkugel? Genau, Baron Münchhausen. Der Mann, der die verrücktesten Geschichten erzählte. Hier in diesem Haus wurde Baron von Münchhausen 1720 geboren und hier lebte er. Heute ist das Haus das Rathaus von Bodenwerder. Ein kleines Münchhausen-Museum gibt es auch. Das ist die Münchhausen-Grotte. Das ist der Ort, an dem Baron von Münchhausen seinen Freunden die Lügengeschichten zur Unterhaltung erzählte. Bodenwerder hat eine Altstadt mit vielen hübschen Fachwerkhäusern, eine schöne Fußgängerzone und reizende Gassen.
Wir sind in Corvey. Am gegenüberliegenden Ufer liegt die Stadt Höxter. Die ehemalige Benediktinerabtei Corvey ist heute Weltkulturerbe. Corvey war ein bedeutendes karolingisches Kloster. Hier gab es auch eine der wertvollsten Bibliotheken des Landes. Im 9. und 10. Jahrhundert war in Corvey ein kulturelles und geistiges Zentrum. Nach dem Dreißigjährigen Krieg baute man die Klostergebäude im Barockstil wieder auf. Das Kloster wurde zum Schloss. Was wir hier sehen, ist der eigentliche Höhepunkt. Neben dem Westflügel ist da die Westwerkfassade der Kirche. Das ist das Westwerk. Es stammt aus der Karolingerzeit, also aus dem 9. Jahrhundert. Sehr schön anzusehen. Leider war ich vor Saisonbeginn hier. Reinkommen war nicht möglich. Im Innern nämlich, da gibt es sehr interessante Fresken. Und auch die Abteikirche, die hat eine barocke Ausstattung. Im Innern des Schlosses, da gibt es den Kaisersaal und die fürstliche Bibliothek mit 74.000 Bänden. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder, die ich bei einem früheren Besuch hier in Corvey aufgenommen habe. Ja, und noch leider kam ich nicht auf den kleinen Friedhof neben der Kirche. Dort ist nämlich das Grab des Dichters Hoffmann von Fallersleben. Er ist der Dichter der deutschen Nationalhymne. Hoffmann von Fallersleben war hier im Schloss Bibliothekar. Ein sehenswerter Ort, leider diesmal unerreichbar. Wir kommen zum südlichsten Ort der Weserreise, Bad Karlshafen. Wir sind jetzt 60 Kilometer vom Entstehungsort der Weser entfernt. Bad Karlshafen ist eigentlich ein Hafen. Er wurde nach einem Plan von Landgraf Karl von Hessen gebaut. Das war 1699. Das hier ist das Hafenbecken. Es hat Zugang zur Weser und zu einem Kanal, den der Graf von hier bis nach Kassel und Marburg bauen wollte. Mit dem Kanal wollte er den Zoll in Hannover-Schmünden umgehen. Der Kanal wurde nie fertig. Seine Planstadt hat der Graf mit Hugenotten besiedelt. Die reformierten Christen, sie lebten nach der Lehre von Calvin, kamen als Glaubensflüchtlinge aus Frankreich hierher. Sie waren Handwerker und Kaufleute, genau das, was der Graf zur Stadtgründung brauchte. Außerdem lebten in der Stadt invalide Soldaten des hessischen Heeres. Das waren meine 10 Orte, die du an der Oberweser sehen solltest. Klar, einige interessante Orte fehlen, aber die Fülle an dem, was es an der Weser zu sehen gibt, ist wirklich sehr groß. In diesem Sinn, tschüss.